Yeah. Ladies first? Ich darf zuerst. Na klar. Ich bin die Melanie Giebler, arbeite bei Bergfreunde seit 4,5 Jahren. Habe die große Freude, da das Product-Team zu leiten und genau. Genau, ich bin der Sebastian Stendeke, bin bei den Bergfreunden unterwegs, habe da die Ehre, das Marketing zu leiten. Bei uns im Marketing ist unter anderem auch das Product-Team mit dabei, das sich eben um die ganzen UI, UX-Themen kümmert. Ist aber auch dabei Product Content und die klassischen Kundenakquise, Brand Marketing, all die Themen gehören damit rein. Bergfreunde ist ein Online-Pure-Player. Wir verkaufen im Wesentlichen alles, was man braucht, wenn man rausgeht, um es den Leuten da draußen zu ermöglichen, irgendwie eine gute Zeit zu haben. Das Ganze machen wir, wie gesagt, seit 15 Jahren und sind zunächst mal ein klassischer Händler. Ich möchte den geilsten Job der Outdoor-Branche haben. Warum will ich den? Gerade zum einen natürlich die Kunden, die kommen rein. Ja, also er soll es erst mal kaufen, aber er soll halt auch wirklich ein Rundum-Erlebnis haben. Er soll sich wohlfühlen, er soll unsere Mentalität spüren. Also wir haben ja ganz arg wir zeigen Gesicht, wir sind da, wir sind draußen, wir sind verbunden mit Natur. Ich glaube, Nachhaltigkeit wird da auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Wie transportieren wir das eigentlich? Und dann natürlich eine sehr, sehr langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Einfach weil du dich wohlfühlst, weil du dieses Rundum-Paket hast. Es müssten um die 10 Jahre sein, wo wir bei Effectfinder gelandet sind und seitdem geblieben sind tatsächlich. Also wir kamen halt von dem Oxid-Shop und haben die Oxid-integrierte Suche verwendet. Und die war halt so mittelmäßig sexy und so mittelmäßig leistungsfähig. Wir haben uns damals auf die Suche gemacht nach einem Partner, der diese Suche halt besser hinbekommt, mit Autosuggest, mit diversen Funktionalitäten, ein bisschen auch eine Fehlertoleranz in die Suche reinbringt und sind neben anderen Kandidaten bei Factfinder gelandet. Also ich glaube, wir nutzen Factfinder eigentlich so für, Basics, aber Basics im positiven Sinne. Ne? Also unsere komplette Liste basiert auf Factfinder, also sowohl eine Sortierung und die Filter laufen drüber, die Kategorien laufen drüber, unsere Navigation läuft drüber. Also es ist einfach ein ganz, ganz großer Shopbereich, der von und mit Factfinder lebt, kann man glaube ich so sagen. Wir haben natürlich die Suche, wir haben diese Chest. Ich glaube, wenn du so einen Online-Shop betreibst, musst du ja sehr gut überlegen, was kann ich selber und was sollen lieber andere machen. Wenn ich mir jetzt eine gute Suche anschaue, dann könnte ich natürlich versuchen, die mit einem eigenen Team und KI basiert und alles Mögliche selber zu bauen, bräuchte aber einen irren Aufwand dafür. Insofern profitieren wir, glaube ich, mal so mit einem Schritt Abstand, vor allem davon, dass wir uns dafür einen Partner entschieden haben, der ganz viel von dieser Entwicklungsleistung letzten Endes für uns übernimmt. Der sagt, ja klar, wir haben halt, ich weiß gar nicht, wie viele Entwickler da dran sitzen, die sich halt darum kümmern, dass die Technologie funktioniert, dass die Engine dahinter funktioniert, dass wir da über KI-Modelle sprechen, die funktionieren. Runtergebrochen, so ein bisschen aufs Operative, profitieren wir natürlich eigentlich mit jeder Optimierungsrunde, die wir machen. Also die Kurven, die steigen schön und stetig an. Das macht Spaß. Ich glaube, da ist tatsächlich auch cool, ab und zu von euch Input reinzukriegen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Die ist super partnerschaftlich. Immer bemüht, die Lösung zu finden, immer irgendwo dran zu sein. Ich glaube, wir haben, ich weiß es nicht, wie viele Custom Classes. Also tatsächlich wurde, glaube ich, vieles an uns angepasst, uns da vieles möglich gemacht. Und also tatsächlich, ich glaube, es ist eine, ganz tolle partnerschaftliche Beziehung, die wir zu euch haben. Ich glaube auch. Also Technologie können einige potenziell. Technologie auch noch nah an das Business ranzubringen, an den individuellen Use Case, auf den Kunden einzugehen und das halt in so einer Art und Weise, muss ich schon sagen, es macht wirklich einfach Spaß, da zusammenzuarbeiten. Was ich eigentlich cool finde, wir haben vorhin von den 2 Achsen gesprochen, dass man auf der einen Seite natürlich irgendwie ein wirtschaftliches Interesse hat, dass die Conversion hochgeht, was ja auch von euch ein ganz zentrales Thema ist. Auf der anderen Seite aber das Benutzererlebnis halt auch relevant ist und das Benutzererlebnis ja überhaupt nicht irgendwie in Konkurrenz dazu steht. Ich glaube, wenn wir es schaffen, nach und nach so die 1, 2, 3 Punkte zu finden, wo wir sagen, hey, damit schieben wir das Benutzererlebnis hoch und haben einen höheren Wert je Besucher, dann ist das mega wertvoll.
Und ich glaube, diese Ostereisuche ist gerade so das Spannendste, was eigentlich auch im Product-Bereich passiert, weil sich eben außenrum alles Mögliche ändert. Marketing wird nicht billiger. Und dann ist es halt irgendwie wichtig, dass der Besucher, der da ist, schnell die richtigen Sachen findet, die mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit kauft. Das Thema Personalisierung wird mega spannend. Ich glaube, da haben wir auch noch viel Potenzial. Langweilig wird uns nicht. Niemanden in der Branche vermutlich.